Ja, was wir teilen wollen, ist den Unterschied zwischen emotionaler Intelligenz und der Intelligenz vom Denken. Weil das geht wie auf eine ganz andere Schiene. Wir haben gelernt, durchs Denken Probleme zu lösen oder durchs Denken in unserem Leben wie weiterzukommen. Und wir haben das Gefühl, dass das intelligent ist. Ja. Also das ist, könnte man sagen, wie so die Intelligenz der letzten Jahrhunderte hat uns zu dem Zeitpunkt, hat uns bis hierher gebracht, die Menschheit, Ja. die Intelligenz Oder man hat des auch Denkens. das Fühlen eigentlich mehr als Gegner gesehen. Ja. Also dass man Gefühle eigentlich kontrollieren soll oder transformieren soll. Oder drüber gehen soll oder wegdrücken soll, weil sie nicht so angenehm sind. Und wir sind jetzt so in der Menschengeschichte drin, dass wir eigentlich wie wir zurückkommen sollten zum Schauen, was da für ein Potenzial eigentlich drin ist. Und wir möchten dich darauf hinweisen, dass das größte Intelligenzpotenzial eigentlich in den Gefühlen drin ist. Eigentlich das, wo alle so vermeiden wollen, sei ja nicht zu emotional oder wenn du zu viel fühlst, ist das schlecht und so. Wollen wir dir mal aufzeigen in dem Video, was wirkliche emotionale Intelligenz eigentlich in deinem Leben tatsächlich bringen kann, wenn du anfängst, das Leben mehr zu fühlen, als drüber nachzudenken. Jedes Problem, was wir haben im Leben, hat diese Komponente, dass unser Denkapparat aktiviert wird und Gefühle und Körperempfindungen zu diesem Problem aktiviert werden. Aber was der Unterschied ist zum Fühlen, zum Fühlen des Problems oder zum Denken des Problems, ist, dass das Fühlen, wenn du es richtig fühlst in deinem Körper, es eine Bewegung ist. Es ist eine Bewegung. Das Fühlen navigiert dich durch das Problem oder an dem Problem vorbei oder in eine andere Richtung. Aber es macht was, es bewegt dich. Das Fühlen bewegt dich, also es navigiert dich. Und in diesem Navigieren ist eine große Intelligenz drin. Das Denken macht es genau andersrum. Es macht einen Loop. Es macht eigentlich immer gleich. Es bewegt sich wie so im Kreis. Du kreist um das Problem und kommst wie wieder am Anfang zurück und kreist wieder um das Problem. Ne? Es ist nicht orientiert für eine Bewegung, sondern es denkt über was nach. Es bewegt dich nicht, sondern eher raubt es dich deiner Energie. Und das Fühlen bringt dich eigentlich in deine Kraft und deine Energie, dass du dich bewegst, also entweder in die Richtung des Konflikts oder weg von dem Konflikt. Wenn wir rausgehen aus dem Denken in das, was wir fühlen, ist das schon die erste Bewegung. Und das ist der Beginn von einer Bewegung, die sich ausbreiten kann, wenn wir lernen, den Gefühlen zu vertrauen und Gefühle umzusetzen. Oder Raum zu geben halt. Ja. Auf die Gefühle zu hören. Ja. Ne, weil das ist ja schon das ist eigentlich eine Bewegung, die kannst du auf der Couch machen, die kannst du in jedem Tram, im Zug. Also das ist wie so eine kleine Bewegung, die anfängt oder anstößt, eine größere Bewegung zu machen. Was sie halt auch macht, ist, dass sie dich direkt in Verbindung mit dem Leben bringt. Das Denken behält dich im Kopf. Es behält dich eigentlich in diesem Loop drin. Und das Fühlen verbindet dich mit dem Leben. Und genau da gehört es eigentlich hin. Also weil im Leben ist wie so eine Intelligenz verwoben mit allem, wo man am besten fühlt, wenn man fühlt. Und nicht, wenn man drüber nachdenkt. Man könnte sagen, das ganze Leben navigiert durchs Fühlen. Jede Pflanze fühlt, jedes Lebewesen, die Natur, das Wasser, alles fühlt. Auf einer Fühlebene ist alles miteinander verbunden. Und das kann man tatsächlich wahrnehmen und sich navigieren lassen halt einfach auch. Und das fängt an, wenn du fühlst. Also wenn du anfängst, dich zu fühlen, deine Gefühle, aber nicht nur die Gefühle, sondern auch die Körperempfindungen, das Leben, was in dir pulsiert, fängt es an, so in dir weicher oder offener zu werden. Und durch das hast du erst die Kapazität, das Leben zu fühlen. Also du kannst in Resonanz gehen mit dem Leben, du kannst dich im Leben ausdehnen, du kannst suchen nach Antworten, nach Fühlantworten im Außen.
Aber das geht erst, wenn du anfängst, dich zu fühlen. Ja. Das braucht wirklich so diesen Schritt und das zu lernen. Die meisten Menschen wissen gar nicht, wie das geht. Also wir müssen das Ja. wie manchmal erst lernen. Es lassen sich auch viele auch so überwältigen von Gefühlen. Dass die Gefühle wie so stark sind, dass sie sich total unklar fühlen oder einfach hilflos. Ja, hilflos. Und das ist oft, weil das Denken so stark ist und Bilder erschafft, die einfach zu starke Gefühle auslösen. Und wir müssen da halt dann auch wieder lernen zwischen eigentlich diesen Kopfgefühlen, also die erzeugten Gefühle vom Denken und den tatsächlichen Navigationsgefühlen vom Leben zu unterscheiden. Und das ist was, wo vielleicht was Zeit braucht, wo man aber lernen kann. Und wenn man das, könnte man sagen, wie integriert hat in sein Leben, ist das was, wo dich sicher durchs Leben gehen lässt. Also sicherer auf jeden Fall, oder? Ja, und es ist viel entspannter, durch diese Fühlintelligenz zu leben, als durch die Intelligenz vom Mind. Und das kannst du erst erleben, wenn du das wirklich erlebst, wenn du anfängst auszusteigen aus diesem ewigen Gedankenintelligenz in diese Fühlintelligenz rein, wirst du merken, dass sich das viel besser anfühlt, weil das erst das ist eigentlich erst die Tür zu deinem Potenzial. Dein Potenzial kannst du nicht mit dem Denken erreichen. Deine Vision, also du kannst auch, wenn du eine Vision im Kopf hast, das ist so weit weg, das ist oft gar nicht in Verbindung mit dir. Aber wenn du das hier fühlst, wenn du das durch diese Fühlintelligenz fühlst, dann kann das Leben dich da auch hin navigieren und zeigt dir die richtige Vision, das, was wirklich stimmt für dich, das, was wirklich dein Potenzial ist. Und dafür brauchen wir das. Also wir müssen eigentlich in Verbindung gehen mit uns selber. Das Fühlen bringt dich halt auch immer ins Jetzt. Ja. Also du kannst nicht später oder früher fühlen, du fühlst jetzt. Und in diesem Jetzt ist sowas viel Größeres drin, als sich das Denken vorstellen kann. Das Denken macht es eigentlich wie klein, aber die Bilder werden größer. Aber nur hier in der Realität und in der Wirklichkeit kann tatsächlich Heilung passieren. Es kann passieren, dass du die Einheit vom Leben erkennst. Da ist eine Intelligenz da, die zu erforschen ist. Und wir haben ein ganz tolles Training entworfen und das startet jetzt zum 2. Mal schon im April, das Emotional Therapeutic Coach Training. Und wir verlinken dir mal unter dem Video und da kannst du dich informieren oder mit uns Kontakt aufnehmen. Und da hat es einige Module und ein Modul von ist emotionale Intelligenz. Und du lernst in diesem Training körpertherapeutische Prozesse zu begleiten, Traumaheilung, du lernst mit Gefühlen zu navigieren, du lernst es weiterzugeben an andere Menschen. Ja, und vor allen Dingen, du lernst für dich diese emotionale Intelligenz zu nutzen, für dich zu nutzen und für andere. Und das ist so ein ganz anderes Leben, wenn wir durch diese Intelligenz leben. Die andere Intelligenz vom Mind, die hat uns hierher gebracht und hat uns jetzt vielleicht aufgezeigt, wo so unsere Grenze ist oder wo die Grenze vom Denken ist. Und die emotionale Intelligenz, die ist viel größer, die ist viel frischer, viel verbindender auch mit dem Leben. Da ist viel mehr möglich, also da ist ein viel größeres Potenzial, unser Leben auszudrücken und umzusetzen und zu leben. Und wenn dich das interessiert, dann sei gerne dabei, dann freuen wir uns auf dich. Ja. Schön. Ja. Und sonst, wenn dich das Thema emotionale Intelligenz interessiert. Also einige Videos auf unserem Kanal, genau, wo du gerne mal schauen kannst sprechen, zu diesem Thema und so. Wir reden schon viele, viele Jahre darüber. Und vielleicht kennst du das auch schon, dass du merkst, dass diese Intelligenz vom Fühlen manchmal dich ganz andere Wege gehen lässt als das Denken. Weil ich denke, es gibt immer mehr Menschen, die das merken, was das für einen Impact hat aufs Leben. Und es ist mega schön, das auch so zu merken und sich gegenseitig vielleicht zu unterstützen, dass das ein schöner Weg ist, den man gehen kann und dem man vertrauen kann und wo was Neues entstehen kann.
Alles Liebe dir. Alles Liebe. Tschüss.